Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine eigene Blasenentzündung mit Allahs Hilfe durch natürliche Heilmittel geheilt habe. Blasenentzündungen treten bei Frauen viel häufiger auf als bei Männern, was zu einem großen Teil mit den anatomischen Unterschieden zu begründen ist. Folgende Symptome könnten dabei auftreten: brennende Schmerzen beim Wasserlassen, vermehrter Harndrang, wobei aber nur wenig Urin ausgeschieden wird, Harndrang auch nachts, Schmerzen im Unterleib, besonders in der Blasengegend, auch im Zusammenhang mit krampfartigen Zuständen im Blasenbereich, eine trübe Verfärbung des Urins. Bei einer akuten Zystitis befindet sich zum Teil auch Blut im Urin. Greift die Entzündung auf die Nieren über, sind weitere Symptome möglich, wie beispielsweise Fieber und Rückenschmerzen und ein unangenehm riechender Urin. Um nun zu den Ursachen der Blasenentzündung zu kommen, so werden 90% aller Blasenentzündungen von Escherichia coli-Bakterien ausgelöst. E. coli-Bakterien sind ein normaler Bestandteil der Darmflora und wichtig für Verdauung und Immunabwehr. Gelangen diese Bakterien jedoch in die Blase und vermehren sich dort, verursachen sie dort eine Entzündung der Schleimhaut, die Blasenentzündung. Das Problem sind jedoch nicht wirklich die Bakterien, die durch eine falsche oder schlechte Hygiene in die Harnröhre gelangen können, sondern vielmehr die geschwächten körpereigenen Abwehrkräfte. Im Kampf gegen die Bakterien schwillt jetzt die Blasenwand an und entzündet sich. Je stärker die Entzündung wird, umso verletzlicher wird die Blasenschleimhaut und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Blutungen kommt. Wird die Blasenentzündung nicht sorgfältig ausgeheilt, kann es zu einem chronischen Verlauf und somit zu weiteren Komplikationen kommen, wie zum Beispiel zum Absterben von Blasengewebe und damit einhergehend einer Blasenschrumpfung, als auch einer Verengung der Harnröhre. Und wenn die Bakterien weiter Richtung Niere steigen, dann kann es dort zu einer Nierenbeckenentzündung kommen. Und dann besteht sogar das Risiko, dass sich die Bakterien über den Blutkreislauf im gesamten Organismus verbreiten und letztendlich zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, führen können, mit möglicherweise sogar tödlichen Folgen. Aufgrund dieses möglichen Horrorszenarios verschreibt jeder Schulmediziner sofort immer ein Antibiotikum. Unglücklicherweise leiden viele Frauen unter einer chronischen Blasenentzündung, die alle 6 Wochen wiederkehrt. Bei so häufigen Antibiotikabehandlungen und damit einhergehend meistens auch Pilzbehandlungen entsteht ein regelrechter Teufelskreis, da Antibiotika zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung einer Blasenentzündung gehören. Denn sie töten nicht nur die unerwünschten Bakterien in den Harnwegen, sondern auch die Scheiden- und die Darmflora. Eine intakte Darmflora jedoch ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Immunsystem. Und genau hier liegt das Problem von Menschen mit häufigen Blasenentzündungen verborgen: ihr Immunsystem ist geschwächt. Deshalb ist es enorm wichtig, dass von Anfang an eine gut durchdachte, ganzheitliche Therapie in Angriff genommen wird, die verhindert, dass es überhaupt erst zu einer Blasenentzündung kommt, die jedoch auch eine bestehende Blasenentzündung heilen kann. Und dazu gehören die folgenden Punkte. Erstens ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt. Denn unser Immunsystem und dessen Leistungsfähigkeit hängt direkt mit dem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt zusammen, als auch mit der Darmgesundheit. Und deshalb sollten wir grundsätzlich säurebildende Nahrungsmittel wie alle Fertignahrung, Fastfood und industriell hergestellte Nahrungsmittel meiden. Stattdessen sollte unsere Ernährung aus kohlenhydratarmen, frischen, natürlichen Lebensmitteln bestehen, insbesondere grün gepresste basische Wildkräutersäfte. Abgesehen von einer vitalstoffreichen und basenüberschüssigen Ernährung sollte auch sehr viel getrunken werden. In erster Linie sollte daher reines Wasser getrunken werden, dann aber auch Blasentees, die antibakteriell wirksame Kräuter enthalten, wie zum Beispiel Ackerschachtelhalm, Birkenblätter, Brennnessel, Goldrute etc. Auch ein Tee aus Beerentraubenblättern wirkt antibakteriell auf die Harnwege und kann eine Blasenentzündung am Ausbruch hindern, wenn der Tee bei den ersten Anzeichen getrunken wird. Auch Cranberry, also Preiselbeer-Muttersaft mit viel Wasser verdünnt, ist sehr wirkungsvoll. Alternativ könnte man auch Cranberries in Form von Cranberry-Pulver in Wasser oder grüne Smoothies mixen und dabei möglichst auf Bio- und Rohkostqualität achten. Gerne könnt ihr euch meinen Cranberry-Smoothie dazu nochmal anschauen, den verlinke ich euch hier oben. Cranberries enthalten Substanzen, also Proanthocyanidine, die die Blaseninnenwand glätten und geschmeidig machen, sodass sich die schädlichen Bakterien dort nicht mehr festhalten können. Der Cranberry Smoothie hat mir sehr gut geholfen, den könnte man auch auf Dauer trinken. Alternativ könnte man auch das Cranberry Pulver in Rohkost- und Bioform sich selbst verkapseln, wie ich das auch getan hatte, und dann 3-mal täglich jeweils 2 Kapseln einnehmen, und das könnte man ebenfalls auf Dauer tun und dies eben auch vorbeugend. Und frühmorgens zur Futterzeit könnte man 2 Kapseln davon zusammen mit OPC und Vitamin C einnehmen, weil sich diese 3 Mittel dann gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken würden.
denn die Proanthocyanidine sind ja vor allem auch in Form des OPC enthalten, welches durch das Vitamin C in der Camu-Camu-Frucht und den Cranberry-Pulver verstärkt wird. Als nächste Maßnahme sollte komplett auf Zucker und jegliche Art von Kohlenhydraten verzichtet werden, da diese den pathogenen Keimen als Nahrung dienen, weshalb der Verzehr von zuckerhaltigen Speisen und Getränken die Blasenentzündung verschlimmern kann. Aus diesem Grunde leiden Diabetiker besonders häufig unter Blasenentzündungen. Ferner sollte man regelmäßig antibakterielle Lebensmittel und Kräuter verwenden. Hier mein selbstgemachtes Antibiotikum, das kann ich euch hier oben verlinken, ebenso mein selbstgemachter Schwedenbitter. Zu empfehlen wäre es immer nur eines der beiden 4 Wochen lang einzunehmen und danach dann zu wechseln, das andere dann auch wiederum 4 Wochen einzunehmen, damit sich der Körper nicht zu sehr daran gewöhnt. Ferner ist es sehr wichtig, für Wärme zu sorgen, insbesondere im Winter. Eine Wärmflasche oder ein Körnersäckchen tun da sehr gute Dienste. Auch die Füße sollten immer warm gehalten werden. Denn durch die Wärme wird die Blasenwand sehr gut durchblutet. Dadurch kommen die Abwehrkräfte besser zum Zuge und können diese Blasenentzündung ausheilen. Als sehr wirksames, natürliches Antibiotikum möchte ich das kolloidale Silber empfehlen, das mir auch sehr gut geholfen hat. Das kolloidale Silber hat den Vorteil, dass Bakterien keine Resistenzen gegen das kolloidale Silber bilden können und bei üblichen Dosierungen auch keine Nebenwirkungen des Silbers bekannt sind. Silber ist bereits in geringen Konzentrationen wirksam gegen Bakterien und Pilze. Diese antimikrobielle Wirkung basiert darauf, dass Silberkationen den Stoffwechsel von Mikroorganismen hemmen. Je kleiner die Silberpartikel im kolloidalen Silber sind, desto größer ist bei gleicher Inhaltsmenge an Silber die kombinierte Oberfläche der Silberteilchen. Eine große Oberfläche fördert die Wirksamkeit und ist damit entscheidend. Höhere ppm-Zahlen führen in den meisten Fällen lediglich zu größeren Silberteilchen, aber nicht zu mehr Silberpartikeln. Deshalb ist davon abzuraten, höhere ppm-Zahlen zu verwenden. Zahlreiche unabhängige Experten bestätigen aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen, kolloidales Silber mit 10 ppm gewährleistet die höchstmögliche Qualität, Lebensdauer und Effizienz, da hier die Silberpartikel extrem fein sind und eine ideale, sehr große Oberfläche bilden. Das beste und hochwertigste mir bekannte Produkt ist daher das von Vita Online. Das werde ich euch dann unten verlinken, inshallah. Die starke antimikrobielle Wirkung von kolloidalem Silber ist darauf zurückzuführen, dass Silberpartikel so klein sind, dass sie Zellmembranen durchdringen können und im Inneren von Bakterien, Viren oder Pilzen zu wirken beginnen. Das kolloidale Silber blockiert dort ein Enzym, das für die Sauerstofferzeugung verantwortlich ist. Der Stoffwechsel des Einzellers kommt zum Erliegen und er stirbt ab. Zu große Partikel wie im Falle von höheren ppm-Zahlen können diese Membranen nicht durchdringen und sind daher wirkungslos. Kolloidales Silber sollte so gut wie möglich vor magnetischen und elektromagnetischen Feldern geschützt werden, daher ist es empfehlenswert, es im Kleiderschrank zu lagern. Im Akutfall sollte 5-mal täglich eine Dosis in Form dieses kleinen Bechers genommen werden und dann nach Möglichkeit 15 Minuten vor und nach der Einnahme weder Milchprodukte noch Zitrusprodukte zu sich zu nehmen. Für Kinder muss die Dosierung entsprechend verringert werden, also ca. die halbe Dosis. Es empfiehlt sich allerdings, die Flüssigkeit nicht sofort herunterzuschlucken, sondern diese zunächst einige Sekunden im Mund zu behalten. Dadurch wird ein Teil des kolloidalen Silber bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen. Sobald die Symptome zurückgehen, sollte dann auf 2- bis 3-mal täglich eine Dosis heruntergegangen werden, bis die Symptome komplett verschwunden sind. Nebenwirkungen sind bis heute keine bekannt. Da das kolloidale Silber geschmacksneutral ist, ist es besonders für Kinder geeignet. Der nächste Geheimtipp ist die D-Mannose. Sie ist eine Zuckerart, doch wird sie nicht wie etwa Haushaltszucker oder Glucose verstoffwechselt, sondern größtenteils unverändert mit dem Urin ausgeschieden. In der Blase bindet die D-Mannose jene Bakterien an sich, die für die Blasenentzündung verantwortlich sind und sorgt dafür, dass diese jetzt mit dem Urin aus dem Körper gespült werden können. D-Mannose wirkt so gut wie Antibiotika, bringt keine Nebenwirkungen mit sich und kann sogar vorbeugend eingesetzt werden, damit die Blasenentzündung erst gar nicht wiederkommt. Im Vergleich zur Glucose wird die D-Mannose nur sehr langsam resorbiert, etwa 8-mal langsamer als Glucose. Der Mannose-Großteil wird mit dem Urin wieder unverändert ausgeschieden und genau das ist der große Vorteil der D-Mannose. Die D-Mannose fließt nämlich jetzt mit dem Blut geradewegs zur Niere und von dort zur Blase. Hier bindet sie jene Bakterien an sich, zum Beispiel die Escherichia coli, die für die meisten Harnwegsinfekte verantwortlich sind. Gebunden an die D-Mannose können sich die Bakterien nicht mehr an der Blasenwand festhalten. Den Bösewichten bleibt somit nichts anderes übrig, als sich mit dem Urin
in die Toilette spülen zu lassen. Die Harnwege und die Blase werden im Laufe der Demanose-Therapie alsbald bakterienfrei und können endlich gesunden. Hier habe ich die Demanose in Form von Kapseln zusammen mit dem Löwenzahnwurzelextrakt genommen. Löwenzahnextrakt eignet sich sehr gut zur Unterstützung von Harnwegsinfektionen, weil er durchspülend und entwässernd wirkt. Dieses Produkt nehme ich jetzt vorbeugend und im Nachhinein einfach weiterhin täglich 3-mal jeweils eine Kapsel zusammen mit 3-mal täglich 2 Kapseln von dem Cranberry-Pulver. Damals im akuten Fall hatte ich dann 2 Kapseln mit 2 Kapseln Cranberry-Pulver zusammengenommen und 5-mal täglich jeweils 1 Teelöffel von dem Pulver in ein Glas Wasser gemischt getrunken. Das Gute an der Demanose ist, dass sie sowohl als Heilung fungiert, und zwar nebenwirkungsfrei, als auch zur Prophylaxe. Man könnte sie daher sehr gut auch auf Dauer anwenden, um eine erneute Blaseninfektion zu verhindern. Im Vergleich zu dem reinen Demanose-Pulver links, welches aus nichts anderem außer Demanose besteht, gibt es dann solcherlei nutzlose Produkte in der Apotheke oder in der Drogerie zu kaufen, die voller nebenwirkungsbehafteter Zusatzstoffe sind und auch schädlichen Zucker beinhalten, der ja gerade die Bakterien nährt, statt sie zu töten. Deshalb sollte man wirklich sehr gut aufpassen, welche Art von Produkte man sich zulegt. Ich kann euch daher nur dieses linke empfehlen, welches man online bestellen kann. Und das kann ich euch unten natürlich verlinken. Ja, und um noch einen letzten Punkt zu erwähnen, so geht es hier um den Hormonhaushalt, der in den Wechseljahren oft aus dem Gleichgewicht gerät und dann zu einem Östrogen- und/oder Progesteronmangel führt, der wiederum für die Anfälligkeit für Blasenentzündungen verantwortlich sein kann, sodass in diesem Fall auch Maßnahmen zur Anwendung kommen sollten, die den Körper in seiner Gesamtheit so stärken können, dass seine Regulationsfähigkeiten wieder aktiviert werden. Und hier spielt natürlich wiederum die basenüberschüssige, gesunde Ernährung mit frischen, natürlichen Lebensmitteln und einer kohlenhydratarmen Ernährung eine große Rolle. Was ansonsten aber natürlich noch zu erwähnen wäre, ist natürlich die ausreichende Hygiene nach dem Toilettengang, die beim Muslim immer selbstverständlich durch die Reinigung mit Wasser geschieht. Wichtig aber wäre zu erwähnen, dass die Reinigung von vorne nach hinten geschieht und nicht umgekehrt. Ferner wäre noch wichtig zu erwähnen, dass man nach dem Abtrocknen einmal täglich sich mit einem Teebaumöl, Schwarzkümmelöl, Olivenöl-Gemisch im Intimbereich einreibt, um jegliche pathogene Bakterien abzutöten. Und wie man dieses äußerliche Antibiotikum herstellt, das hatte ich euch in meinem Oreganoöl-Video gezeigt, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Damit habe ich die wichtigsten Maßnahmen gegen eine akute oder auch chronische Blasenentzündung aufgezählt und die 3 absoluten Geheimtipps bleiben das kolloidale Silber, die Demanose und das Cranberry-Pulver. Inshallah konnte ich damit jedem, der schon mal an einer Blasenentzündung erkrankt war oder auch chronisch davon heimgesucht wird, von Nutzen sein. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr das Video mit euren Freunden und Bekannten teilt. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.